Wir sind Jessie und Roberto und nach 1,5 Jahren unterwegs bereisen wir mit unserem Van nun Kanada. Nach einigen Tagen in der Großstadt Toronto geht es nun weiter, doch davor müssen wir noch eine spezielle Bestellung abholen. Als wir dann an unserem Ziel ankommen, können wir kaum glauben, was wir erleben. Doch das scheinbar idyllische Bild trügt und wir müssen mittendrin die Flucht ergreifen. Oh, wir sind richtig auf der Flucht. Hallo und willkommen zu diesem neuen Vlog. Wir haben jetzt einige Tage in Toronto verbracht, die waren wunderschön, aber es ist Zeit weiterzugehen. Dafür müssen wir aber noch eine Sache tun. Wir sind hier an einem Ort, den viele von euch bestimmt kennen. Sie waren auch für uns eine große Inspiration und darum wollten wir einfach Hallo sagen und etwas hier abholen. Hello! Hello! It's okay, Lucy. Hi there, how are you? Jessica? Yes. Hi, Bob. Pleased to meet you. Nice to meet you. Yes, here's your, all the way from Prague. Yes. And this is your Oh, chai. that's amazing. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, chai. And we, as Robbie said before, we have... Anyway, we gotta be positive, right? Yeah, right. That's it. Hello, everyone. I'm Bob from Chaiwala. Nice, thank you very much. Appreciate that. I gotta tell you a story about stickers. That's All right. But we have lots of Thank stickers. you so much. That's Yeah. so cool. Yeah, I don't have a Bob Drink sticker more though. chai. No, not You yet. should make some. Yeah. Really. And next Yeah. time in Canadian Tire or Walmart, they call, "Hey Bob," we give them a Yeah, sticker. yeah. We start to collect also souvenirs, so for example, the cushions and the carpet. Yeah, of course. Oh, yeah. We're traveling for 1.5 years now. Yeah, wow, nice. It's truly fascinating how community. Tja, ich würde sagen, wir haben uns ein bisschen verquatscht. Wir waren fast 2 Stunden hier. Ja, haben aber... Es war richtig schön hier mit Bob zu quatschen, zu reden. Und wir haben natürlich... Ich gehe gerade mit dem Hund raus. Unseren Chai geholt. Svenny, Basti, danke, dass wir es bei euch probieren durften. Dann war natürlich klar, dass wir es hier holen müssen. Ihr kommt euch bald euren eigenen holen. Und ja, Bob war so lieb, er meinte, weil wir ja reisen, hat er uns noch so ein Sieb dazu gegeben und Teebeutel und ein paar Sticker haben wir gekriegt. Also ja, war richtig schön. Wir haben über Gott und die Welt geredet. Jetzt geht's aber endlich mal weiter. Wir wollen ein bisschen Richtung Norden und wir fahren einfach mal los. Etwa 200 Kilometer später sind wir in Huntsville angekommen. Ich glaube, so heißt das hier. Und es hat angefangen zu regnen. Darum verschieben wir unser heutiges Programm in der Natur auf morgen und nutzen den Tag für ein bisschen Produktivität. Wir müssen nämlich auch endlich mal wieder Wäsche waschen. Das ist auch schon einige Zeit her, also gehen wir das an und arbeiten noch ein bisschen was. I'm
jetzt mal mit 24 Minuten, also 2x12 und ja, mal sehen, ob es trocken wird. Es ist immer schwierig einzuschätzen, wenn man jedes Mal woanders wäscht. Aber irgendwie klappt es ja immer. Okay. Das ist immer gefühlt ein Tag im Waschsalon und ja, es geht immer so viel Zeit verloren, aber dafür haben wir jetzt wieder für einen Monat frische Wäsche. Und jetzt, was machen wir? Wir müssen noch zur Bibliothek. Ah ja, hat die noch offen? Ja, ich glaube, wir fahren einfach mal hin und dann sehen wir, ob die noch offen hat. Ja, wir sehen es dann da. Guten Morgen. Ja, gestern haben wir nicht mehr viel aufgenommen, denn ja, wir hatten einfach keinen Bock mehr. Wir waren ziemlich geschlaucht von der ganzen Fahrt. Und ja, heute geht's weiter. Mal wieder richtig romantisch übernachtet bei Canadian Tire. Aber heute geht's Richtung, wie heißt das? Algonquin Provincial Park. Genau. Und ja, das schauen wir uns jetzt mal an. Wie immer beim Drohnenfliegen darf ich fahren. Jetzt sind wir aber schon beim Information Center hier und wir müssen uns hier einen Permit holen, denn ja, es ist ein Provincial Park, kein Nationalpark, also gilt unser Pass, unser Jahrespass für die Nationalparks nicht. Hier drüben ist die Info, da gehen wir jetzt rein. Hello, from the Czech Republic. Brought it over in the ship. Yes. Yeah. At the West Gate and Okay, well, thank you so much. Thank you so much. So, wir haben unseren Day Permit. Bis 10 Uhr abends dürfen wir hier sein und wir haben etwa $20 gezahlt. Ich glaube 21 etwas. Für 2 Personen und ein Auto. Also, ja, geht. Es ist so schön, was man hier allein schon vom Auto aus sieht, auf der Straße und ja, die Seen, die Wälder, ist einfach jetzt schon sehr schön. Wir freuen uns aber besonders auf den Trail, denn Laura hat uns den empfohlen. Laura haben wir kennengelernt im Fundy National Park bei dieser roten überdachten Brücke und sie meinte ja, sie hat ein paar Tiere da gesehen auf diesem Trail. Jetzt haben wir natürlich hohe Hoffnungen, hohe Erwartungen und hoffen, dass wir auch ein paar sehen. Aber ja, auch so, die Natur allein ist schon einfach traumhaft.
das Wichtigste fehlt noch. Scheinbar muss man sich hier auch registrieren. Dann machen wir das mal. Ist ein bisschen nass, das Büchlein, aber wir machen das jetzt. Den wievielten haben wir? Ja. Ich schreibe einfach das Datum von denen vor uns hin. Was schreiben wir als Stadt? Toronto. 2. Oh, da ist eine Spinne dran. Ich leg's schnell weg. So, los geht's. Der Mizzy Lake Trail führt einen vor allem an eher feuchteren Gebieten und Wasserstellen vorbei. Das soll wohl sehr vorteilhaft sein für die Tiersichtungen. Tiersichtungen beinhaltet offensichtlich auch Moskitosichtungen. Es sind ganz schön viele hier, die mögen es ja auch feucht. Aber auf jeden Fall, ja, der Trail ist etwa 11 Kilometer lang und ich hoffe, da haben wir genug Potenzial, Tiere zu sichten, abgesehen von Moskitos. Also das Wetter ist heute wirklich viel besser. So gesehen haben wir richtig entschieden. Aber auf der anderen Seite, ich würde gerne meinen Pulli ausziehen, aber da sind so viele Mücken. Ich getraue mich gar nicht. Also, naja. Es ist halt eben auch so feucht. Die Luftfeuchtigkeit ist hier sehr hoch. Da merkt man es noch viel mehr. Aber ich will mich nicht beschweren. Lieber so als anders. Wow. Sieht so schön aus. Jetzt fehlt nur noch der Elch, der da vorne rüber rennt. Keine Ahnung, ob das jetzt von Menschenhand oder irgendwie von einem Biber gebaut worden ist, aber es sieht schon nach einem Biberbau aus. Was meinst du? Ich glaube schon. Also ich glaube, ein Mensch würde es ein bisschen besser aufräumen. Also es sieht natürlich aus. Ja. Also jetzt ist es langsam echt übel mit den Mücken. Wir haben absichtlich die Pullis nicht ausgezogen, es ist richtig warm und sie sind überall. Wir nehmen jetzt unsere Kopfnetze, die sind einfach so nervig. Sie stechen sogar durch die Jeans durch und ja, das ist echt, das ist nicht zum Aushalten. Ziemlich bescheuert sehen wir aus. Aber es hilft vielleicht. Wenn man es richtig machen will, hat man natürlich auch eine Mütze auf, am besten mit so einem Rand, damit da ein bisschen Abstand entsteht. Ich habe noch keine gefunden, die mir wenigstens ansatzweise gefällt. Oder vielleicht bin ich einfach zu wählerisch, darum mache ich es jetzt so. Macht ihr es richtig.
Zumindest haben wir was. Ja. Besser als nix, oder? Mhm. Wenigstens am Gesicht werden wir nicht gestochen, dafür sonst überall. Was ist da passiert? Ich bin soeben eingetaucht. Mann! Ups! Der Weg vorhin war ja wirklich eine Katastrophe. Schaut euch meine Füße an. Boah. Naja, mittlerweile sind sie komplett nass. Hört ihr das? Da ist ein richtig lauter Specht. Aber er ist zu weit hinten im Wald, man sieht ihn nicht, aber man hört ihn. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass einige Schildkröten weiße Markierungen am Panzer haben. Das sind Nummerierungen, denn hier gibt es eine der längsten oder ja, am längsten andauernden Schildkrötenforschungen. Seit den 70er Jahren sind die, glaube ich, hier dabei. Und es kommen auch jedes Jahr viele Studenten, die da mitmachen und so. Also ja, die Nationalparks sind wirklich in vielerlei Richtungen engagiert. Ich habe das neue Objektiv in der Hand und fall gleich damit mit ins Wasser. Die Wahrscheinlichkeit, Elche hier an solchen Stellen zu sehen, ist gerade im Mai und Juni besonders hoch, denn nach dem Winter suchen sie sodiumhaltige Nahrung und die findet man eben gerade in diesen Gewässern, zum Beispiel an den Wurzeln oder an den unteren Teilen von Wasserlilien oder solchen Pflanzen, die eben hier so wachsen. Vielleicht sehen wir ihn ja auch endlich mal. Vielleicht sind wir endlich erfolgreich. Von da drüben kommen ganz komische Röhrrufe. Ich behaupte, das sind Elche. Mal sehen, vielleicht haben wir Glück. Einen Elch gesehen. Wie cool. Also danke Laura für die Empfehlung für diesen Trail. So cool. Das ist alle Mücken wert. Vielleicht sind wir zur falschen Zeit hier. Aber zum Glück filmen wir alles. Dann können wir das alles später nochmal ansehen. Genau. Ohne die Mücken. Hat sich schon gelohnt. Ach, diese Mücken, das ist unmöglich mit denen. Oh, wir sind richtig auf der Flucht. Ja, mir haben sie komplett die Hände zerstochen. Und Jessie stechen sie die ganze Zeit die Füße oder die Beine. Oh, was ist denn das hier? Oh. Was ist das hier? Nein! Was war das für eine Brücke? Wir versuchen hier irgendwie zu fliehen. Aber wir haben irgendwie, glaube ich, noch 4-5 Kilometer vor uns. Ja, also wir sehen uns gleich im Van. Warst du baden? Schlammbaden?
Wie viel waren es am Ende? 12 Kilometer. 12 Kilometer, einen mehr, als sie versprochen haben. Ja. Aber, wow. Also ich muss sagen, ich bin richtig froh, dass wir von der Fitness her eigentlich kein Problem hatten, oder? Ja. Es war einfach mit den Mücken und dadurch, dass es halt so schwül war mit der Luftfeuchtigkeit und wir nicht anhalten wollten und eher schnell durch wollten, deswegen sind wir so, boah, also ich bin echt verschwitzt. Du auch, oder? Mhm. Oh. Aber wir haben einen Elch gesehen. Mhm. Und also wir müssen mal sagen, was wir alles gesehen haben, weil... Genau. Also, ich weiß nicht, ob wir alles aufgenommen haben. Nein, haben wir nämlich nicht. Einmal, also ganz viele Schildkröten. Ja. Dann eine Schlange. So eine ganz kleine. Ja, aber die hatten wir auch in Moncton schon gesehen. Irgendjemand hat uns gesagt, wie die heißt. Wir hatten das auf Instagram gestellt. Gardener Snake, aber ich weiß jetzt den deutschen Begriff nicht. Wir schreiben es da einfach rein. Und dann waren da Frösche, ganz viele, Kröten. Ja. Eine große Kröte, etwa diese Größe war es. Ja, also, ein bisschen kleiner. Aber war schon anständig. Und noch was? Eichhörnchen. Naja, Eichhörnchen, das ist klar. Ja, also es war es schon wert, auf jeden Fall. Also es war es auf jeden Fall wert, wenn nicht die Mücken wären. Also, wir ziehen uns um, machen uns startbereit, denn wir wollen noch heute noch ein bisschen fahren. Noch 400-500 Kilometer, so bis zum nächsten Dorf. Ja, und dann sehen wir uns einfach, wenn wir wieder Energie haben. Genau. Bis dann. Die sind richtig süß. Ich glaube, der eine Fuchs ist ein bisschen größer als der andere. Also einer ist noch jung. Die scheinen so verwirrt, die wissen jetzt nicht, was sie tun sollen. Aber die Autos fahren da einfach dran vorbei, recht nahe. Und die scheinen da, also sie sind schon vorsichtig, aber Angst haben die, glaube ich, nicht. War süß, die zwei zu sehen, obwohl man eigentlich vor allem einen gesehen hatte und der war ein bisschen zerzaust und den hat es, glaube ich, ganz schön gejuckt. Aber ja, also trotzdem, schönes Abschiedsgeschenk vom Algonquin Park. Für heute sind wir genug gefahren. Wir sind zwar nicht 400-500 Kilometer weit gefahren, sondern nur noch 300 Kilometer, aber ja, wir sind hier jetzt bei Sudbury, oder? Mhm. Und ja, hier übernachten wir mal vorerst. Ja. Ich glaube, wir haben auch so noch genügend weitere Kilometer vor uns, die laufen uns nicht weg. Eine Sache ist uns aber noch eingefallen. Ich hatte ja vorhin mal ein Objektiv in der Hand. Das ist bereits das Neue. Wir konnten uns bei der Ausfahrt aus Toronto heraus noch mit jemandem treffen, der uns sein Gebrauchtes verkauft hat zu einem sehr fairen Preis. Und da sind wir froh, dass das auch durch ist, denn ja, das hat uns schon ziemlich Kopfzerbrechen bereitet. Ja. Ja, damit würde ich aber sagen, beenden wir jetzt dieses Video. Genau. Wenn euch dieses Video gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss. Ciao. Rasch die Mücke weghauen. Gut. 6 bis 12 Menschen werden in Kanada jährlich vom Blitz getroffen und sterben. So bekämpfen wir die Mücken. Wie lange dauert es eigentlich noch?